I think I see it still, way back in the hills of Vermont. Oh, tonight I long to be where the cattle run free, and the rattlesnake can lie out in the sun. Hear the voices of the loons when the apple blossoms bloom, way back in the hills of Vermont. You know where I live in Vermont? Also Rik aus Vermont. They have lots of sayings. Und dort gibt es viele Sprichworte. The first saying is, Eins zum Beispiel, more cows than people. mehr Kühe als Menschen. Second is, Zweites, talk less, say more. sprich wenig, sage viel. I know some guys who can sit on the front porch and talk to each other, Er kennt also Leute, die sitzen auf ihrer Veranda and they don't even hardly have to say a word, und die brauchen nur ein Wort, damit die sich wirklich richtig verstehen. because they understand what each other is thinking. Also die verstehen genau, was der andere denkt. So they look at each other, Die schauen sich an und sagen, the guy goes, yep, und sagen, yep, right? Yep. I have this farmer friend und er hatte also einen Freund, einen Farmer, who had a relative der hatte einen Verwandten, who came from Texas. der kam aus Texas. Oh, you know how those Texans like to talk. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Texaner, wie die leben können? Oh, they like to brag all the time. Die geben die ganze Zeit an. So he started to brag and he said, if you come to where I live, Und der Texaner sagte, wenn du zu uns kommst nach Texas, oh, the grass is a lot greener where I live. das Gras ist viel grüner als bei euch hier oben. The Vermonter went, Und der Vermonter sagte nur, yep. ja. You come over to where I live. Wenn du zu uns kommst nach Texas, Oh, the sky's a lot bluer where I live. der Himmel ist viel blauer als bei euch hier. Vermonter said, Der Vermonter sagte nur, ja. said, you come over to where I live. Wenn du zu uns kommst, sagte der Texaner, Cows have a lot bigger horns. die Kühe haben viel größere Hörner. So the Vermonter went, yup. Der Vermonter sagte nur, ja. But finally that Texan said something they could agree on. Aber dann sagte dieser Texaner etwas, wo sie sich einig waren. Said, you come over to where I live. Wenn du zu uns kommst nach Texas, Oh, take you an entire day to drive around my ranch. es braucht dich einen ganzen Tag, um meine Ranch zu umfahren. The old Vermonter said, Der Vermonter sagte nur, yep. Said, I had a broken down tractor too. ich hatte auch mal so einen schlechten Traktor. Well, tonight near the voices of the loons when the apple blossoms bloom, way back in the hills of Vermont. And we have a lot of trouble with the weather. A lot of trouble with the weather. Wir haben viele Probleme dort mit dem Wetter, mit dem Schnee Electricity und mit der Elektrizität. goes out. Plötzlich Strom weg. And what are you going to do? Was kann man machen? Well, I have a friend who's a midwife. Und er hat eine Freundin, das ist eine Hebamme, And she's, she travels all over delivering babies. und die fährt überall rum, um die Kinder zu entbinden. She told me this one story. Und sie erzählte eine Geschichte. She said it was a difficult delivery. She was right in the middle of, Da war wirklich also eine schwierige Entbindung und sie war gerade dabei. oh, she was big, you know. Wo der Midwife oder der? Also die Schwangere war wirklich stark And really ready. und richtig bereit. All right, so Peggy went out into her car Und Peggy ging, also Strom fiel aus, Peggy ging raus and brought a camp lantern und brachte die Campinglaterne ins Haus and called for the husband, und rief den Ehemann der Entbindeten. and his name was Jake. Und sein Name war Jake. He was about as smart as a box of rocks. Er war so schlau wie eine Kiste Steine. It said, Jake, I need your assistance. Can you help me? Ich brauche deine Hilfe, Jake. Kannst du helfen? He said, yep. Er sagte, Said, hold this lantern while I deliver this baby. halt die Laterne und ich helfe deiner Frau. So he sat there. Er saß da He watched the whole miracle of birth right before his eyes. und er sah direkt zu, wie die Geburt vonstatten ging. When he saw the baby come out, Und er sah das Baby kommen. he was so excited. Er war so aufgeregt. He said, I got a son. Ich habe einen Sohn, rief I er. want to hold him. Ich will den halten. He went to put down the Er lantern. wollte die Laterne runterstellen. She said, not so Die fast. Hebamme sagte, nicht so schnell, Jake. There's another baby. Da ist noch ein Baby. She was big. Die war ja wirklich auch stark. So he sat there and he held the lantern again. Er saß wieder da, hielt die Laterne. And the next baby came out and was also a boy. Kam wieder ein Junge.
And he said, I have twins. I'm so happy. Ich habe Zwillinge. I want to hold them. Ich will die halten. I want to put down the Er lamp. wollte die Laterne runterstellen. He said, not so fast, Jake. Nicht so schnell, Jake, sagte die Hebamme. There's still another one. Da ist noch ein Baby. Jake said, Und Jack sagte, hey doc, you think the lights are tracking? Hebamme, werden die von dem Licht angelockt? We're in the Panama, and around the snake and the light out in the sun. And then the voices of the moon, when the apple blossoms bloom, way back in the hills low down. And you can find anything in Vermont. Da kann man alles Mögliche finden in Vermont. If you go to yard sale, Wenn man zu so einem Hofverkauf geht, also da wird nicht der Hof verkauft, sondern so alle möglichen Dinge, die man nicht mehr braucht. strangest things you find at a yard sale. Sperrmüll nennt man das bei uns. Like a chicken foot lamp. Zum Beispiel Hühnerfußlappen. Little chicken foot with a light bulb over. Yeah, you find that at a yard sale. Or a moose antler hat rack. Also ein Hutständer aus Elchgeweih kann man dort finden. You don't find it at Kmart. Das findet man nicht bei Ikea. Why go to yard sale? There it is. Moose antler hat rack. But sometimes you find things that you never see anywhere else. Und dann, aber manchmal findet man auch Sachen, die sieht man nirgendwo anders. I went over to this guy and he's sitting in front of a whole bunch of junk. Und da war dieser Typ, also dieser Farmer, der saß da zwischen seinem ganzen Zeug, was er kaufen will. Oh, there was this baby cradle. Und da saß neben einer Baby. Oh, it was beautiful, it was. Die war richtig schön. Little delicate roses carved in it. Leider lauter Rosen reingeschnitten. It's covered over with a patchwork quilt. Und drüber so eine Decke aus Quadraten, das kennt ihr, so eine Patchwork-Decke. And inside the cradle, Und in der Wiege drin there was a pig. lag ein Schwein. That's not something you see every day. Sieht man das alle Tage, oder? So I said, you mind if I ask you a few questions? Darf ich dir ein paar Fragen stellen, sagte Rik zu ihm. And he said, yeah. That's a mighty fine cradle you have for that pig. Das ist auch eine tolle Wiege, die du da hast für das Schwein. Do you have a story about it? Steckt eine Geschichte dahinter. He said, yeah. He said, you see the barn over there? Siehst du den Stall da drüben? Oh, not long ago. Vor nicht langer Zeit It caught fire stand der in Flammen. in the middle of the night. In der Mitte der Nacht. My wife and I were sleeping at the house. Meine Frau und ich, wir schliefen oben im Haus. We didn't hear a Wir thing. haben nichts gehört. Oh, but that pig, Aber das Schwein, he smelled the smoke. das roch den Rauch. Started running around in a big circle. Rannte im Kreis rum. Bang his head on the Schlug mit dem Kopf gegen die Stalltür. Ich wachte auf, I called the fire department. rief schnell die Feuerwehr. Oh, it wasn't for that pig. Wenn das Schwein nicht gewesen The wäre, whole barn would have burnt down. wäre uns alles weggebrannt hier. So for his bravery Für seine Tapferkeit and his wonderful sense of smell, und seinen feinen Geruchssinn I handmade this cradle. habe ich ihm die Wiege geschnitzt. I said, that's a good story. Das ist eine Story, oder? Right? Yeah. And I said, that's a mighty elegant quilt you have for that pig. Das ist aber eine tolle Decke, die du da drüber liegen hast. Does that have a story too? Steckt da auch eine Geschichte dahinter? He said, yo. He said, not long after the fire, Nicht lange nach dem Feuer, burglars Diebe. in the middle of the In night. der Mitte der Nacht. We're sleeping at the house. Wir schliefen oben im Oh, Haus. we didn't hear a thing. Wir haben nichts gehört. Oh, but that pig. Aber das Schwein, He heard the burglars. das hörte die Diebe, Started running around in a big circle. rannte im Kreis rum, His head off. Banged his head on the door. mit dem Kopf gegen die Stalltür. Grabbed my pistol. Ich nahm meine Pistole, I called the police department. rief schnell die Polizei an. Oh, if it wasn't for that Wenn pig, das Schwein nicht gewesen they wäre, would have stolen everything. die hätten uns alles geklaut. So for his bravery Für seine Tapferkeit and his wonderful sense of humor, und sein tolles Gehör my wife handmade this beautiful patchwork quilt. hat meine Frau die Decke zurechtgeschnitten. I said, that's a good story too. Das ist eine tolle Story, oder? Then I looked inside the cradle Und er schaute etwas näher hin, in die Wiege rein, and I noticed und er bemerkte, that the pig das Schwein had a wooden leg. hat ein Holzbein. I said, I hate to ask any more questions, Also ich will dir nicht zu sehr auf die Nerven gehen und zu viele Fragen stellen, aber but does that pig really have a wooden leg? ist das wirklich ein Holzbein? The farmer said, Der Farmer sagte, yep. When a pig's that good, wenn ein Schwein so intelligent ist, you can't eat them all at kann once. man es nicht mit einem Mal essen. Whoa!